Ich gehe. Und zwar für immer. Wie bitte? Ich hab satt, mich dauernd rumkommandieren zu lassen. Meine Sachen hole ich morgen, Oma. Jessica, du bleibst hier. Ich wollte mich bei dir bedanken, dass du mein Leben gerettet hast. Ach was. Das hätte jeder andere an meiner Stelle auch getan. Oh, Freunde des Herrn Berg? Da war niemanden. Moment bitte. Jessica, was ist passiert? Oh, mein Vater. Ich hatte einen riesigen Streit mit ihm. Er verbietet mir, mit dir zusammen zu sein. Am besten, ich ziehe zu Hause aus. Und zwar sofort. Wo willst du hin? Verstehe. Wäre das okay für dich? Klar. Nur, wo ist denn dein Gepäck? Das habe ich in der Eile stehen gelassen. Dann hast du bestimmt auch noch nichts gegessen. Hm? Na, umso besser. Ich wollte sowieso gerade was essen gehen. Aber ich kann doch so nicht in ein Lokal. Ich bin total verheult. Ach, was, du siehst bezaubernd aus. Und beim Essen kannst du mir auch in Ruhe erzählen, was passiert ist. Hm? Alexander? Wie kommst du dazu, mir so ein Theater vorzuspielen? Das war eine Art Notlösung, weil du so schnell ausziehen wolltest. Aus gutem Grund, wie du dich erinnern wirst. Aber Christoph hat sich doch bei dir entschuldigt. Glaubst du vielleicht mit Worten ist alles ungeschehen zu machen? Nein. Dann verstehe ich nicht, wie du auf so eine Idee kommen kannst. Oder was dein genialer Plan? Christoph hat damit nichts zu tun. Ich rede mit Christoph. Traust du mir wirklich zu, dass ich deine eigene Tochter dazu benutze, um dich gegen deinen Willen hier festzuhalten? Schäm dich, meine Gutmütigkeit so auszunützen. Aber ich wollte doch nur helfen, damit sie wieder glücklich wird. Ich weiß ja, Kathi, ich weiß. Was mache ich denn jetzt? Dein Vater hat es bestimmt nicht so gemeint. Von wegen. Du hättest mal hören sollen, wie er über dich hergezogen ist. Einen verwöhnten Kerl hat er dich genannt. Und dass du mich nur ins Bett bringen willst, um mich dann fallen zu lassen. Dein Vater hat ja wirklich eine tolle Meinung von mir. Und dabei kennt er dich noch nicht mal. Der beste Nährboden für Vorurteile. Das gibt ihm aber noch lange nicht das Recht, so über dich zu reden. Dein Vater liebt dich. Er meint es doch nur gut mit dir. Ja und? Und weil das so ist, würde er dich vermutlich auch am liebsten ein Leben lang beschützen wollen. Bloß nicht. Bestimmt sitzt er sogar jetzt zu Hause und macht sich wahnsinnige Sorgen. Und sobald du zurück bist, wird er dich in die Arme nehmen und auf Händen tragen. Und dabei wird er mich dann wieder meine kleine Prinzessin nennen. Na, siehst du. Ich will aber keine Prinzessin sein. Jedenfalls nicht, wenn ich dafür meine Freiheit aufgeben muss. Das findest du wohl auch noch komisch, was? Nein, ich musste nur dran denken, dass ich mit meinem Vater was ganz Ähnliches erlebt habe. So, mit den besten Empfehlungen des Hauses. Danke. Lasst euch schmecken. Dein Vater hat dich auch so behandelt? Ja, er wollte mir auch immer vorschreiben, was ich tun oder lassen sollte. Und was hast du getan? Ich bin abgehauen. Deshalb verstehe ich auch so gut, wie du dich fühlst. Natürlich könntest du erstmal bei mir bleiben. Aber abhauen ist auf Dauer keine Lösung. Ich weiß. Dann verstehe ich nicht, worauf du noch wartest. Geh zu ihm und rede mit ihm. Aber... Kein Aber. Das ist die beste Lösung. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Sag mal, und das erzählst du mir erst jetzt? Es ist doch gar nichts passiert. Ja, von wegen. Nicht auszudenken, wenn Magde nicht geholfen hätte. Wie konntest du so leichtsinnig sein? Was wolltest du überhaupt? So nah an einem Abgrund? Blumen pflücken? Ach, es ging einfach alles so schnell und plötzlich hing ich da. Aber in dem Moment, als Marc mich packte, da wusste ich, dass mir nichts mehr passieren wird. Weißt du, was ich meine?
Papa, hörst du mir eigentlich zu? Entschuldige, ich stell's mir gerade vor. Marks Verhalten hat mir die Augen geöffnet. Nein, nicht nur die Augen, wenn ich die Sache richtig deute. Geh zu ihm. Sag's ihm. Weiß er, wie du über ihn denkst. Dass er ein toller Typ ist? Naja, zum Beispiel. Aber vielleicht fallen dir ja auch noch ein paar andere Sachen ein. Ich weiß nicht. Aber ich. Weißt du, das ist schon merkwürdig. Am Anfang habe ich mich total dagegen gesträubt. Und jetzt habe ich fast das Gefühl. Hör auf dein Gefühl. Aber da ist doch noch der andere, Chris. Chris. Wie hat der sich eigentlich in dieser ganzen Geschichte verhalten? Der tut gerade so, als hätte er mich vor dem Absturz bewahrt. So unglaublich, wie er die Geschichte zu seinen Gunsten dreht. Aha. Die Waagschale neigt sich. Weißt du, ich habe das Gefühl, als würde ich zwischen zwei Stühlen sitzen. Dabei scheint der Fall doch klar. Ja, überleg doch. Der eine spielt dir den tollen Typen vor. Und wenn es drauf ankommt, lässt er dich im wahrsten Sinne des Wortes hängen. Der andere riskiert sein Leben für dich. Dem musst du eine Menge bedeuten. Um nochmal auf Susanne zurückzukommen. Bin ja mal gespannt, was noch alles passieren muss, damit sie endlich kapiert, was sie an dir hat. Ich denke, das weiß sie schon. Bloß, was nutzt mir das, wenn sie sich für Chris entschieden hat? Das steht ja nur gar nicht fest. Komm, ich bin ja nicht blind. Und was ist, wenn sie mit Chris nach oben gegangen ist, um mit ihm Schluss zu machen? Du glaubst ja wohl auch noch an den Weihnachtsmann. Nee, lass mal. Ich weiß, du meinst es nur gut. Aber so wie die Dinge stehen, habe ich hier nichts mehr verloren. Danke. Du wirst abreisen? Ja, was soll ich noch hier? Naja, zum Beispiel dein Praktikum zu Ende bringen. Das habe ich ja nur angefangen, um bei Susanne zu sein. Ein Grund mehr, um hier zu bleiben. Sonst geht dir nämlich Susanne und das Praktikum flöten. Ach, den blöden Scheine kann ich auch in Freiburg machen. Und Susanne? Wie lange soll ich ihr noch hinterherlaufen? Ich meine, Chris lacht sich ja schon tot über mich. Das kann dir doch egal sein. Wer zuletzt lacht, lacht bekanntlich am besten. Ich glaube nicht, dass Jessica noch kommt. Ich hätte nicht so hart zu ihr sein dürfen. Vincent, siehst du das ein? Hoffentlich ist dir nichts passiert. Ach was, Jessica ist zu Alexander gegangen. Vermutlich. Ach, es ist aber auch zu dumm, dass ich sie ausgerechnet in die Arme dieses Kerls getrieben habe. Wer weiß, was er jetzt mit ihr macht. Also hör mal, Jessica ist erwachsen. Die kann ganz gut auf sich selber aufpassen. Und ich finde, dass Alexander ein netter, kultivierter junger Mann ist. Ein junger Mann, von dem wir nicht mal die Adresse wissen. Geschweige denn, warum er sich so eine Nobelkarosse leisten kann. Er ist Geschäftsmann. Ja. Das behaupten Zuhälter und Drogendealer auch von sich. Guten Abend, Oma. Jessica, da bist du ja endlich. Wir haben uns schon Sorgen um dich gemacht. Ja, es tut mir leid, dass wir nicht schon früher Ja, also kommen. nimm doch zuerst mal Platz, ja? Bitte schön. Danke, aber ich muss gleich wieder los. Ich wollte Jessica nur nach Hause bringen. Ich bring dich noch zur Tür. Ja. Sobald ich wieder hier bin, rufe ich an. Schade, dass du schon wieder nach London musst. Ja, komm, nicht? Ist ja nicht für lange. Trotzdem schade. So ist das nun bei meinem Joe. Aber ich verspreche dir, dass ich nicht beeile. Und diesmal rufe ich an. Guten Morgen. Du bist wohl immer noch sauer auf mich. Tja, das wäre ich an deiner Stelle wahrscheinlich auch. Ach Mama, bitte. Ich habe das doch nur gemacht, weil du so unglücklich bist. Christoph und du, ihr gehört einfach zusammen. Und wenn du ehrlich bist, dann willst du gar nicht von ihm weg. Je eher ich diesen verlogenen Kerl los bin, desto besser. Christoph ist kein Lügner, ganz im Gegenteil. Ihm ist es verdammt ernst mit dir.
Merkst du denn nicht, wie sehr er dich liebt? So sehr, dass es sogar meine Tochter gegen mich aufhetzt. Das stimmt doch gar nicht. Ach, und das soll ich dir glauben, nachdem du ihn bis zu seiner Rückkehr am liebsten zum Teufel gewünscht hättest? Das ist doch alles Schnee von gestern. Seit er wieder hier ist, hat er sich total geändert. Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, Papa zu ihm zu sagen. Naja, wenn du nicht willst, ich hab's halt nur gut gemeint. Auf gar keinen Fall wollte ich dir wehtun. Es tut mir leid. Schon gut. Lass uns erst mal frühstücken. Morgen! Morgen. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Na ja, ist ja gut für den Kreislauf. Genauso wie frühes Aufstehen. Apropos, was machst du denn überhaupt so früh hier? Ich wollte zu Marc, weißt du, wo er ist? Naja, ich denke auf seinem Zimmer. Wieso fragst du denn? Hat dich Chris mal wieder hängen lassen? Ich weiß selber, dass ich mich fast für den Falschen entschieden hatte. Was? Ja, ich bin drauf gekommen, dass meine Gefühle für Chris nichts mit Liebe zu tun haben. Womit denn dann? Ja, er ist ein cooler Typ. Und er ist eine Offenbarung im Bett. Also mal ehrlich, warst du da nicht auch schwach geworden? Eine Offenbarung? Jetzt verstehst du vielleicht auch, warum ich geglaubt habe, ihn zu lieben. Zumal mich Chris auch noch in diesem Gefühl bestärkt hat. Ich habe dich immer verstanden. Ich habe nur zu dir gesagt, dass du dich entscheiden musst, damit Marc nicht verletzt wird. Das habe ich ja auch, deswegen wollte ich ja zu Marc. Aber er ist nicht auf seinem Zimmer. War denn sein Gepäck noch da? Ich war nicht drin. Wieso? Ja, er hatte gestern Abend vor, abzureisen. Was? Ja, er hat geglaubt, dass du seine Gefühle wohl nie erwidern wirst. Hat er seine Rechnung schon bezahlt? Nein, hat er noch nicht. Ja, dann kann ich ihn vielleicht noch aufnehmen. Was hast denn du vor? Herein? Morgen. Ich kann ja verstehen, dass du wütend auf mich bist. Das bin ich ja selber. Aber ich habe eingesehen, dass ich einen Fehler gemacht habe und ich möchte mich bei dir entschuldigen. Und Alexander? Willst du dich bei ihm auch entschuldigen? Wieso sollte ich das tun? Weil du ihn für einen Verbrecher gehalten hast. Das habe ich doch nicht so gemeint. Gestern klang das aber ganz anders. Ja, da habe ich mir auch Sorgen um dich gemacht. Ich dachte, dass er die Situation schamlos ausnutzen würde, aber er hat dich ja zurückgebracht. Und Peng sind deine schönen Vorurteile wie eine Seifenblase zerplatzt, stimmt's? Dabei war es doch so bequem, ihn nach seinem Äußeren zu beurteilen. Ich weiß, dass das ein Fehler war. Und wenn dir so viel daran liegt, werde ich mich auch bei ihm entschuldigen. Heißt das, es macht dir nichts mehr aus, wenn wir zusammen sind? Nein. Ja, vielleicht noch ein bisschen, aber ich arbeite dran. Dann könntest du dich unter Umständen dazu überwinden, ihn zu mögen? Ich werde es versuchen. Und du mischst dich nicht mehr ein? Mach, was du willst. Oh, bist du das? Ja, das bin ich. Beziehungsweise das war ich vor ungefähr 15, nein, ich glaube vor 20 Jahren. Die Zeit vergeht. Du hast mal richtig gut ausgesehen. Das fasse ich als Kompliment auf. Ich meine, du siehst natürlich immer noch gut aus für dein Alter. Ist schon gut. Sag mal, wer ist denn der Typ hier? Der ist gar nicht mal so schlecht. Das ist Christoph. Echt? Tatsache. Jetzt verstehe ich auch, warum du so verliebt in ihn warst. Warst du doch, oder? Aber wie man so schön sagt, nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft schauen. Und wie sieht die Zukunft aus? Wir fahren erstmal nach Düsseldorf. Keine Widerrede. Mein Schluss steht fest. Dann korrigier ihn doch. Das kann ich leider nicht. Selbst wenn ich wollte. Und warum nicht? Ich brauche Abstand. Abstand von Friedenau und vor allem von Christoph. Und für wie lange? Ist der Platz noch frei?
Ich habe dich überall gesucht. Jetzt hast du mich ja gefunden. Was willst du? Willst du mir sagen, wie sehr du Chris liebst? Nein. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, was ich für eine bescheuerte Kuh war. Und total blind. Ich weiß doch auch nicht, was mit mir los war. Mein Gott, das kriegst du doch gar nicht alles in dein Auto. Keine Sorge, ich habe ein Taxi bestellt. Na, hoffentlich so ein riesiges Großraumtaxi. Ich helfe dir, komm. Nein, danke, das schaffe ich schon. Und du meinst? Ja, ich gehe dann noch mal schnell nach oben. Ich habe nämlich was vergessen. Willst du es dir nicht noch mal überlegen? Was ändert das? Barbara, ich würde dich doch nicht so inständig bitten, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass wir noch eine Chance haben. Du hast so viele Chancen gehabt. Du hast dich immer gegen mich entschieden. Zuerst war es Astrid, dann Clarissa und jetzt Susanne. Nein, Christoph, einmal muss Schluss sein. Empfindest du denn gar nichts mehr für mich? Selbst wenn. Ich hab's versucht. Ich kann dir nicht verzeihen. Das habe ich auch nicht erwartet, jedenfalls nicht sofort, aber vielleicht irgendwann. Die Frage hast du gerade selbst beantwortet. Weißt du, deine Affäre mit Susanne, dass du einfach abgehauen bist, das kann ich dir nicht verzeihen. Leb wohl. Ah, das wird er sein. Ja, danke. Ich wollte mich bei dir bedanken, dass du mir bei meinem letzten Besuch so selbstlos deine bürgerliche Unterkunft überlassen hast. Ich glaube, ich bin dir eine Erklärung schuldig. Ja, willst du mich nicht reinlassen? Natürlich, entschuldige. Danke. Wegen gestern Abend. Ja, es tut mir leid, dass ich dich einfach so hab sitzen lassen. Geschenkt. Erklär mir lieber den Grund für deinen Fauxpas. Den Grund? Tja, also, ich musste einem Bekannten aus der Klemme helfen. Wie edel. Was war denn das für ein Bekannter? Jemand, den ich mal in einer Galerie kennengelernt habe. Er hat beim Catering geholfen. Du gibst dich mit Personal ab. Ich habe einem Menschen beigestanden, der in einer schwierigen Situation war. Ja. Und ich konnte nicht hereinbitten, weil... Ja, wie hätte ich ihm deine Anwesenheit erklären sollen? Wie wär's mit der Wahrheit? Ich habe keinen Grund, meine Identität zu verleugnen. Wenn ich ihm sage, wer du bist, dann ist die Gefahr viel zu groß, dass jemand draufkommt, wer ich bin. Und das will ich nicht. Ich will jemand von denen sein. Noch eine Weile auf jeden Fall. Alexander, selbst wenn du dir einen Arbeitskittel anziehst, du bist und bleibst ein von Deinburg-Prahlbach. Das weiß aber niemand. Und ich möchte es auch dabei belassen. Hast du das verstanden? Ja. Obwohl ich immer noch nicht genau weiß, was das eigentlich alles soll. Sicher, wenn es dir gefällt. Ich gönn dir dein kleines Abenteuer. Auch wenn du mich zur Aufrechterhaltung deiner Tarnung einfach hier so sitzen lässt. Und wie gesagt, es war nicht meine Absicht, dich zu verletzen. Wenn das wieder einer von deinen Bekannten ist, dann kann ich mich ja im Schrank verstecken. Nicht nötig, das ist das Taxi, das mich zum Flughafen bringen soll. Oh, prima, dann kannst du mich gleich mitnehmen. Ja, wie? Nimmst du auch die Nachmittagsmaschine nach London? Nicht nur das, ich habe sogar einen freien Platz neben dir bekommen. Hier kommst du. Mir ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, dass du dich mit Jessica versöhnt hast. Mir auch. Obwohl leicht gefallen ist es mir nicht, das kannst du mir glauben. Ich weiß. Aber Hauptsache ist, dass ihr euch wieder vertragt. Eben. Wie meinst du das denn? Naja, dass es gut ist, dass wir wieder miteinander reden. Vielleicht kann ich ja noch ein bisschen über diesen Kerl rauskriegen. Und ich dachte, du hättest deine Meinung über Alexander geändert. Ich habe meine Taktik geändert, nicht meine Meinung. Aber wieso denn? Alexander hat schließlich Jessica wieder nach Hause zurückgebracht. Hast du das denn schon vergessen? Das war eiskalte Berechnung. Der wollte uns einwickeln, um hinterher freie Bahn zu haben. Nein, nein, nein. Der täuscht mich nicht. Ja, du hast richtig gehört.
Ich liebe dich. Ich liebe dich so, wie ich noch nie einen Menschen zuvor geliebt habe. Und wahrscheinlich auch nie wieder lieben werde. Ich habe mich benommen wie ein Idiot. Ich hätte es schon bei unserem ersten Picknick in Freiburg, hätte ich es schon wissen müssen. Dass du derjenige bist, den ich liebe. Du hast dich für Chris entschieden. Warum? Was meinst du, wie oft ich mich das in den letzten Tagen gefragt habe? Vielleicht hat mich das Abenteuer gereizt. Vielleicht die Gewissheit, dass ich mich von ihm trennen kann, ohne ihm lange nachzuweinen. Ich weiß es nicht. Was erwartest du jetzt von mir? Dass ich dir um den Hals falle? Ich dachte... Ich weiß selber nicht, warum ich hierher gekommen bin. Es tut mir leid. Susanne. Time to say goodbye. Dabei würde ich wetten, dass Mama dich immer noch liebt. Ich habe ihr sehr wehgetan und jetzt braucht sie Zeit, um über den Schmerz hinwegzukommen. Wahrscheinlich hast du recht. Bestimmt sogar. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, dass man das irgendwie beschleunigt. Aber wie? Wahrscheinlich gehört Mama zu den Menschen, die man zu ihrem Glück zwingen muss. Wer sollte das tun? Wer wohl? Das ist lieb von dir, aber ich glaube nicht, dass sie sich auf sowas einlässt. Vermutlich nicht. Außer sie würde es gar nicht merken. Telefon. Lass mal. Wenn es was Wichtiges ist? Ab sofort bist nur noch du für mich wichtig. Guten Tag, hier ist der Anrufbeantworter der Familien Brandner und Sander. Zurzeit ist leider niemand im Haus. Sie können aber nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen. Ja, hier ist das Sekretariat von Alex Wiegand mit einer wichtigen Nachricht für Frau Susanne Brandner. Es geht um das Stellenangebot in Südamerika. Herr Wiegand muss unbedingt wissen, ob Sie das Angebot annehmen wollen. Wenn nicht, müsste er die Stelle übermorgen einem anderen Bewerber geben. Bitte rufen Sie ihn unter folgender Nummer zurück. 069 für Frankfurt. Hallo, hören Sie mich? Ja, Frau Brandner ist im Moment nicht da, aber sie hat mir gesagt, dass ich Ihnen ausrichten soll, dass sie die Stelle annimmt.